Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pirate TV Nummer. Was kommt jetzt? Die Vorschau. In der heutigen Folge gibt es mal wieder was Schönes zum Thema Quickshifter. Wir bauen einen TM40-1 Mikuni Flachschieber in eine LC4 ein und es gibt was Neues vom Motul, das stellen wir euch vor. Hey ho Gemeinde, Rock'n'Roll. So, wie ihr gesehen habt in der Vorschau heute, oder wo geht es halt drum? Als allererstes um wieder mal Quickshifter. So, wieder mal heißt, für die SMCRs haben wir die Dinger ja schon, hatten wir ja auch schon ein Video gemacht drüber, mit Aufbau, Funktion, Einstellung und so weiter. Für die Duke-Modelle aber noch nicht. Wir hatten das ja mal kurz angerissen bei den, in Folge 14 bei der neuen Duke, bei der 16er, also mit dem Euro 4 Motor. Wie das aussieht, hatte ich euch ja schon mal gezeigt, allerdings nicht in Funktion, in ein paar kurzen Videos ja, aber nicht den Einbau erklärt, beziehungsweise was müsst ihr machen, wenn ihr das Ding bei uns im Shop kauft. Ja? Aufbau ist bei den älteren Modellen, also R-Modellen, Baujahr 12, 13, 14, 15, identisch wie beim 16-17er Modell, also das Schaltgestänge ist identisch. Das sind, oder beziehungsweise ist dieses Schaltgestänge, hier fehlt schon der andere Kugelkopf, den müsst ihr nämlich benutzen. Das ist jetzt das Original Schaltgestänge. Ich fahre mal ein bisschen näher ran. So, komm. So, ja, also hier auf der Seite sitzt genau der gleiche, der ist schon verbaut. Einmal Linksgewinde, einmal normales Rechtsgewinde, M6. Und das baut ihr bitte bei eurem Motor dann einfach ab. Dreht den Kugelkopf mit Rechtsgewinde ab und das könnt ihr dann schon mal getrost beiseite legen. Weil ihr von uns dann diesen kleinen Okolyten bekommt hier. Ja, das ist jetzt der Drucksensor von Dynojet. Ja, ich kann mal ganz gut sehen, ja, gut. Kann man sehen, der ist schon verbaut oder wird schon vorkonfiguriert von uns mit einem kompletten Kugelkopf auf der einen Seite. Ja, da ist auch ein M6-Gewinde drin, normal Rechtsgewinde mit einer Kontermutter. Und hier sitzt das Gewinde drauf, wo ihr dann den Original-Kugelkopf draufschraubt, den ihr am Original KTM-Gestänge abgeschraubt habt. Ja, das Ding zusammenschrauben, locker handfest und dann müsst ihr hier einen Achsabstand haben von Achse zu Achse, Bohrung von 90 mm. Dann passt das direkt wieder, so könnt ihr das wieder Plug and Play montieren. So, ich fahre mal zurück. So, hier Stecker, dann bitte verbinden mit dem oder der Verlängerung, die liegt mit dabei. Ja. Und hier habt ihr dann die beiden Enden, die kommen dann gleich in den Power Commander. Das zeige ich euch aber gleich. Jetzt gehen wir erstmal an das verbaute Stück und gucken uns das mal im Detail nochmal an. Ja. So, jetzt hier alles im Detail und wer sich wundert, ja, das ist nicht die Original-Fußstraßenanlage der Duke 96R, sondern eine aus dem Zubehör. Hier einstellbar in Höhe und in der Waagerechten. Hier war auch noch die Vorgabe Umbau auf Umkehrschaltung, also quasi der erste nach oben und der Rest alles nach unten für die Rennstrecke. Haben wir dann auch gemacht, war mit dieser Anlage kein Problem.
Und jetzt seht ihr halt hier den Original KTM-Zuganker, der auch an der Original Fußrastenanlage dran ist. Hier nochmal ein Bild von der Originalen, oben rechts. Dann seht ihr, da sitzt der halt nicht hier unten, sondern halt oben. Und aber auch natürlich ein Zuganker, weil ne, wenn ich hochschalte mit dem System, wird auch gezogen am Sensor. Ja, Kabel wird hier unten verlegt, mit dem Kabelbinder festgemacht, hinten durch. Hier oben kommen dann die Stecker ran. Und ja, funktioniert wunderbar. Der ist sehr sensibel, dieser Zugsensor. Und wie sensibel er ist und wie der funktioniert, das zeigen wir euch jetzt mal in Aktion. So, Montage vom Kabel, eigentlich recht simpel. Ihr habt es nach oben verlegt zum Power Commander und hier habt ihr dann natürlich auch die wunderschöne Quickshifter Kit Installationsanleitung dabei. Wichtig für euch eigentlich, wo müsst ihr die Kabel einstecken beim Power Commander. Ja, das seht ihr hier von der Mitte aus, dann in Stecker 3 bzw. in Anschluss 3 und 4. Die Polung ist egal, ja. Das Grüne oder das Blaue, links oder rechts, vollkommen Latte. Sieht dann im Original so aus. Und wie werden die festgeschraubt? Das seht ihr von hinten. Das ist quasi wie eine Lüsterklemme. Die Kabel sind recht lang verlötet und starr. Die dann bitte unten die Schrauben aufdrehen und dann feste durch eine Gummimembran. Das merkt ihr, da ist so ein kleiner Widerstand. Einfach feste drücken, dann seid ihr da durch. Und dann hinten mit den kleinen Schlitzschrauben die Kabel festziehen. Da gibt es dann so eine Gummikappe für zum Draufstecken danach. Und das war es schon. Und wie der jetzt aktiviert wird und eingestellt wird, das zeige ich euch jetzt. So, dann geht's los. Ihr habt den Power Commander eingesteckt. Ihr seht diese Maske. Hier oben sind die Anzeigen schon auf grün. Ja, und hier unten habt ihr dann die Anzeige One Device Connected. Das heißt, ihr seid sauber mit dem PC5 verbunden. So, jetzt seht ihr hier unten die Map 1 Nodes. Die sehen oft oder viele Kunden nicht, weil sie das nicht angeschaltet haben. Hier tragen wir immer ein, welches Map jetzt gerade in den Power Commander eingetragen ist. Falls ihr das nicht sehen solltet, geht ihr hier oben auf View und, Moment, machen wir erstmal weg, dann geht ihr hier auf Show Notes und dann seht ihr, zack, unten kommt dann die Anzeige, welches Mapping aufgespielt ist. Übrigens auch das Serienmap, was von DynoJet direkt kommt, steht dann auch direkt hier unten, ne? Wenn ihr einen bekommt, der Serie quasi direkt vom Hersteller ist. So, wir wollen aber dann jetzt den Quickshifter einstellen. Dafür geht ihr hier oben bei oder auf Power Commander Tools, dann geht ihr hier auf Configure, Future Enables and Input Selections, darauf. So. Und dann seht ihr hier eine verschiedene oder mehrere Auswahlmöglichkeiten und hier seht ihr den Quickshifter, da setzt ein Häkchen. Dann steht hier Switch Input to, das ist genau richtig, also das sind die Anschlüsse, die ihr gerade gesehen habt, Nummer 3 und Nummer 4, das ist also der zweite Eingang. Dann geht ihr hier, das könnt ihr übrigens hier auswählen, ne, 1 oder 2. Dann geht ihr hier auf Configure und dann seht ihr hier, normalerweise steht er immer so auf Gang-Einstellung. Das heißt, ihr könntet, wenn ihr eine Gang-Anzeige habt am Fahrzeug, wenn ihr das koppeln würdet, könntet ihr sogar den Quickshifter gangabhängig einstellen in seiner Killtime. So, wollen wir aber nicht.
Firlefanz einfach auf Single Time. Dann lasst ihr den Switch Style Normally Open bitte so stehen. Ihr könnt auf Normally Close stellen. Das ist je nachdem, wie die Schalter aufgebaut sind. Hier aber immer auf Normally Open stehen lassen. Dann kommen wir hier zum Minimum RPM. Das ist halt immer so eine Glaubensfrage. Ich bin der Meinung, 3000 Umdrehungen, also ab wann der Quickshifter zu arbeiten beginnt, ist eigentlich zu niedrig bei einem Einzylinder. Also hier sollte man schon 3,5 einstellen. Aber das könnt ihr mal selber ausprobieren. Ich würde immer empfehlen, den hier auf 3500 zu stellen. Dann habt ihr den Shift-Intervall, das ist immer die Zeit zwischen den einzelnen Schaltvorgängen. Da sind wir hier bei 250 Millisekunden. Würde ich auch stehen lassen, kürzer oder länger bringt auch nichts. Die ganz interessante Sache jetzt bei den neuen PC5s ist halt die Auswahl der Art der Abschaltung. Also ihr könnt hier entweder nur Kraftstoff wählen oder nur die Zündung oder halt auch beides. Und ich würde halt immer empfehlen, lasst es auf beiden stehen. Weil, wie gesagt, so kann auch kein unverbrannter Kraftstoff in den Krümmer gelangen, der sich danach entzünden kann. Also dementsprechend Sprit und Zündung schlagartig weg und dann ist alles gut. Die Kill Time in Millisekunden, auch 65 Millisekunden passt eigentlich immer. Man kann da mal ein bisschen mitspielen, aber das ist normalerweise vollkommen genug. So, wenn ihr diese Maske so fertig habt, einfach OK drücken. Dann hier OK. So, dann macht ihr dann hier einmal ein Reset. Und dann ganz wichtig, drückt einmal bitte Send Map. Weil wenn ihr das vergesst, wird das nicht eingespielt und der Power Commander hat diese Änderungen nicht übernommen. Ganz wichtig. Gut, das war's. Und dann geht's weiter. So, ihr habt gesehen, das ist genauso simpel oder eigentlich genau das gleiche wie in unserem Video von den Quickshiftern für die SMCR-Modelle. Einstellen, fertig. Ja, ganz wichtig nochmal, vergesst bitte nicht, nachher, wenn ihr alles umgestellt oder eingestellt habt, nochmal Send Map zu drücken, damit das auch in den Power Commander rein programmiert wird, weil sonst ärgert ihr euch, nichts geht. Warum? Weil der Power Commander hat das Mapping nicht gefressen. Ganz wichtig. So, das war's wieder mal von der Moderne, Quickshifter 690, Einspritzer und so weiter. Ein schöner Sprung jetzt einmal zurück im Kalender, in Anfang der 2000er. Und jetzt geht es mal wieder um die gute alte LC4 und was da kommt, das seht ihr jetzt. So, und jetzt kommen wir zu dem Bericht, wie ihr schon in der Vorschau gesehen habt, vom Flachschieber TM-1 Mikuni. Ein sehr viel verkaufter Vergaser, gerade für die LC4. Und dementsprechend haben wir gedacht, okay, wir haben wieder ein Fahrzeug oder einen Kunden, der so ein Ding haben möchte. Halten wir auch direkt mal die Kamera drauf, weil von den Vergasern haben wir in den letzten Jahren schon ein paar verkauft. Und ihr wollt mit Sicherheit auch wissen, was kann der überhaupt? Lohnt sich das? Lohnt sich der Kauf? Lohnt es sich umzurüsten vom BSD40 auf, oder vom alten Del Orto zum Beispiel, auf diesen TM-1? Er hat ja auch nur 40 mm Durchmesser, aber was kann er besser? Ja? Das ist das gute Stück. Ja? Und die könnt ihr fertig kaufen bei der Firma Topham, Mikuni Deutschland. Die sind auch schon direkt fertig konfiguriert für die LC4, also mit den Adapterringen. Grundbedüsung ist drin, ihr kriegt die Düsen noch mit dabei. Ich glaube, 2 runter, 2 rauf oder wie auch immer. Liegt alles mit dabei, inklusive Leerlaufdüse. Aber die sind schon so vorkonfiguriert, die müsst ihr eigentlich nur reinstecken. So, es kann natürlich immer sein, je nachdem, wo ihr wohnt, wenn ihr oben in den Bergen wohnt oder tief unten am Wasser, da muss man natürlich mal ran. Am besten natürlich, klar, mit einem Abgastest, aber ja, auch so funktionieren die schon bei einem gut gemachten LC4-Motor oder einem gut laufenden LC4-Motor eigentlich direkt Plug and Play. Was er jetzt wirklich kann, was er uns an Leistung bringt, das schauen wir jetzt gleich mal. Wir haben hier eine Adventure von 2001. Eine 640er, den Motor haben wir mal vor ein paar Jahren gemacht, also Serienmotor, nichts dran gepimpt. Original verbaut, es ist jetzt verbaut eine Akrapovic Slip-On Auspuffanlage aus dem Powerparts-Katalog und sonst der ganz normale Vergaser drin, BSD40, ja, Luftfilterkasten ein bisschen aufgemacht, so das Standardübliche halt. So, jetzt räumen wir die erstmal ab mit dem
BSD40, schauen, was sie drückt und dann stecken wir ihn hier rein, Plug and Play und gucken mal, wo dann der Unterschied ist. Ja? Und es müssen ein paar kleine Arbeiten gemacht werden. Hinten muss der Luftfilteranschluss muss etwas gekürzt werden, der Gummi, ne? Der ist ein bisschen was dann zu lang, aber das zeige ich euch, ist kein Problem. Selbst die Gaszüge passen hier hervorragend rein, die Original-Doppelgaszüge vom BSD40. Wie die verlegt werden, zeige ich euch dann auch. Aber jetzt genug gequatscht, abgerollt, Krach gemacht. Bis gleich. So, das sind auch die Bauteile, die ihr noch vorher, vor dem Einbau des TM40-1 rausschmeißen könnt. Die gehören halt noch zum BSD40. Also einmal oben links das Entlüfterventil, dann das Luftsekundär-Schaltventil, nennen wir es mal, mit dem Schlauch oben drauf, der zum Deckel vom BSD40 geht, und der Entlüfterschlauch, der normalerweise hinten rechts dann zum Luftfilterkasten geht. Die könnt ihr alle komplett demontieren und euch gut in den Keller legen und vergessen. So, Vergaser ist eingebaut, genauso eingebaut wie ausgebaut vom BSD40. Da müsst ihr keine große Aktion machen, einfach von hier oben den alten raus und den neuen wieder rein. Vorher das ganze Geraffel, was ich gerade gezeigt habe, einfach demontieren, dann habt ihr auch Platz genug. Die Originalgaszüge könnt ihr übernehmen, da sage ich euch gleich noch was zu. Und kommen wir erstmal zu einer wichtigen Änderung, die ihr vorher vornehmen müsst. Und zwar, das ist die Kürzung des Ansauggummis vom Luftfilterkasten. Also hier, den bitte, bevor ihr den Vergaser einbaut, den Gummi demontieren und eine Schellenbreite, also da wo die Originalschelle sitzt, schneidet ihr den Gummi hinten ab. Ja? Ich blende euch hier mal ein Bild ein. Da wo der Pfeil ist, einfach einmal abschneiden, das sind so ungefähr 10 mm. Und dann das Ding hier wieder aufschieben und nach hinten verschieben, damit der Gummi etwas weiter zurückkommt. Der Vergaser ist ein bisschen länger als der BSD40, daher hättet ihr sonst hier Schwierigkeiten mit dem Gummianschluss. Auch nicht hier abschneiden, wichtig, weil der ist hier konisch und nicht lang genug dann. Immer hier hinten, da ist Platz genug und das ist auch lang genug. So, das wäre das Erste. Und ihr könnt hier natürlich die Original-Gaszüge wieder einbauen vom BSD40. Allerdings hier sind so Einstellmuttern dran, die von vornherein schon mal lösen, bevor ihr den Vergaser montiert. Ein bisschen gangbar machen, die sind nämlich meistens immer festgekottert. Ein bisschen Sprühöl drauf, WD-40, wie auch immer. Die Muttern halt lösen und ziemlich weit nach außen verdrehen. Weil ihr müsst gleich den Gas oder die Gaszüge ordentlich vorspannen, weil die Abstandswege der Gaszugnipppel sind bei dem TM40 etwas anders als beim BSD40. Daher müssen wir hier das Spiel wegdrehen. Hier diese Halterungen oder diese Gewindeanschlüsse am Vergaser auch direkt hinter der Mutter schon festschrauben. Und hier sitzen so kleine Abdichtgummis drauf, die fallen dann weg. Die pitcht ihr bitte einfach weg und fort damit. Ja? Ja. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Der Rest passt alles. Selbst die Originalschelle kann übernommen werden. Der Ansaugstutzen vom BSD40 kann auch übernommen werden. Der Adapter auf diesem Vergaser ist genauso aufgebaut wie der Originalvergaser. Gut, dann gucken wir jetzt mal, was das Ding kann. So, schauen wir uns die beiden Kurven mal an. Rot ist der BSD40, blau ist der TM40-1. Und wir sehen hier schon, ne, also das Ding bringt tatsächlich roundabout 2,5 PS.
beim gleichen Rest-Setup vom Motorrad. Drehmoment ist auch etwas besser, so ab 5000 geht es hier oben rum etwas mehr. Ja, sonst eigentlich ja, identisch mit dem BSD40. Also ein guter Zugewinn für einen reinen Vergasertausch, der auch noch die gleiche den gleichen Durchmesser hat wie der Serienvergaser, aber halt zum Beispiel hier oben gut zu erkennen, natürlich auch keine Drosselklappe im Weg stehen hat. Ja? Also das ist natürlich mit ein Vorteil eines Flachschiebervergasers und natürlich auch die kürzeren Ansaugwege, die dann halt bedingt durch eine verbesserte Strömung im Einlassbereich hier zur Mehrleistung führt. Gut, dann geht's mal weiter. Ja, ihr habt gesehen, 2,5 PS mehr, ein bisschen Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, kein schlechter Wert für nur einen Vergasertausch der gleichen Größe, ne, also 40er Vergaser. Ihr habt natürlich auch einen besseren oder ein schöneres Ansprechverhalten mit dem TM40, das eben halt bedingt durch den Flachschieber das Ding ein bisschen besser anreißt und natürlich die Beschleunigerpumpe auch schön, wenn ihr schlagartig den Hahn aufmacht, euch da die Sicherheit gibt, dass das Ding nicht zusammenbricht, wenn sie denn vernünftig eingestellt ist. So, der Vergaser wird serienmäßig ausgeliefert mit noch 4 Hauptdüsen dabei, dementsprechend 135, 140, 142,5 und 145. Verbaut ist serienmäßig eine 137,5er. Die passt hier in Pulheim und Umgebung, Köln und so weiter wunderbar. Wir sind hier so 40 Meter über normal Null. Wenn ihr natürlich unten an der Küste wohnt, auf fast normal Null oder Holland oder wie auch immer, dann könnt ihr ruhig ein bisschen fetter gehen, automatisch. Wohnt ihr oben in den hohen Bergen, über 400 Meter, würde ich immer vorschlagen, macht direkt die 135 rein. Ja? Weil dementsprechend weniger, mehr Luft, besser ist das. Wenn ihr natürlich irgendwelche Umbauten dran habt, anderen Luftfilter, Supermoto-Luftfilter, KNN, andere Powerrohr, andere Luftfilterkasten und. Oder ihr habt schon die größeren oder die älteren LC4s, die 2005er mit den großen Luftfilterkasten, dann ruhig direkt einen Tacken fetter gehen als 137,5. Ansonsten nicht übertreiben. Ja, zu viel Sprit schadet auch und macht nur Loch ins Portemonnaie. Gut, das war das Thema Mikuni TM40-1 und jetzt kommen wir zum nächsten Beitrag. Bis gleich. Ja, kommen wir jetzt zum letzten Beitrag von Folge 16. Wie ihr ja schon in der Vorschau gesehen habt, geht es diesmal um ein neues Produkt von Motul und es ist der neue Kühlsystemreiniger. Ja, wer sich erinnert, in Folge 13 habe ich ja schon mal ein Thema aufgegriffen in puncto Kühlsystem oder beziehungsweise Kühlmittel. Ja, also Thema Hybride, wo ist der Unterschied zwischen einem Hybridkühlmittel, einem organischen, was kann passieren, wenn ich diese Kühlmittel zu lange drin lasse, Wasserpumpen vergammeln und. Ne? Blende ich oben nochmal ein. So, und dann habe ich ja immer, oder wir haben da ganz viele Zuschriften bekommen, ne? Per Mail, auf Facebook, auf Instagram und. Was kann ich tun? Das hatte ich nie auf dem Zettel, das Thema und so weiter und so fort. Und jetzt weiß ich auch, wo meine Wasserpumpe kaputt ist. Ja? Da habe ich immer gesagt, bevor ihr wechselt auf ein organisches, zum Beispiel Motorcool Factory Line, müsst ihr aber euer Kühlsystem reinigen, vor allen Dingen, wenn die Dinger schon mal älter sind. Da hatten wir ja nie das Produkt und da habe ich ja immer gesagt, ja, dann fahrt mal zu einem bekannten deutschen Autoteileladen und kauft euch da einen Kühlsystemreiniger. Ne? Das sind ja auch diese Flaschen, auch in der Größe. Und ja, die meisten haben es gemacht, aber jetzt brauchen wir es nicht mehr, weil jetzt können wir es direkt mitliefern, weil Motul hat es jetzt auch im Programm, Gott sei Dank. Ja, natürlich auch in der 300 Milliliter Flasche, weil das ist natürlich ein Kfz-Gebinde, also natürlich auch für eine Autowerkstatt. Die brauchen ja ein bisschen mehr als wir. Also daher 300 Milliliter reicht für 10 Liter Reiniger anrühren. Da könnt ihr eine Menge mitmachen, euer Auto direkt mit und euren Transporter auch. Ne? Also, oder 10 Kumpels mit dabei. Wie gesagt, ist sehr ergiebig. Altes Zeug rauslassen. Das anmischen mit Wasser, rein, halbe Stunde das Motorrad ungefähr laufen lassen im Stand. Das reicht vollkommen, also nicht irgendwie fahren, eine Stunde oder zwei, einfach nur im Stand laufen lassen, halbe Stunde. Dann einigermaßen abkühlen lassen, damit ihr euch nicht die Knochen verbrennt an dem heißen Zeug. Dann raus damit und wichtig, mit Wasser nachspülen. Ja, damit noch die letzten Reste halt da auch nochmal rauskommen.
Dann habt ihr das System gut gereinigt. Dabei als Tipp würde ich empfehlen, direkt mal Schläuche runter machen, die Schellen mal checken, sind die alle noch in Ordnung und vor allen Dingen mal in die Stutzen reingucken, ob sich da noch ein fester Rand angesetzt hat von Kalk zum Beispiel, den Dreck mit wegmachen und dann zum Beispiel machen ja viele auch die Silikonschläuche drauf, wenn man die Schläuche tauschen möchte. Dann Motocool Factory Line rein, das Kühlsystem vernünftig entlüften damit und alles ist gut. Ich würde in dem Zuge natürlich auch direkt nochmal die Wasserpumpe mir anschauen, also wegen halt Simmeringe und so weiter, ob da irgendwie Gammel sitzt oder der Simmering schon angefressen ist, dann am besten direkt zack neu machen, weil keiner will Wasser im Öl oder Öl im Wasser. Ja? Gut, das zum Thema Kühlmittelreiniger und da wären wir auch jetzt endgültig am Ende. Ja? Wie immer die Bitte von uns, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da, lasst uns ein Abo da. Und wenn wir Glück haben, wenn wir viel Glück haben, endlich Folge 17, die bald kommt, aus der Eifel. Ja, da hat uns leider das Wetter in letzter Zeit extremst mitgespielt da oben natürlich. Ne? Wegen der Putz kommt nicht an die Wand und der Estrich kann nicht rein und. Aber wenn alles gut klappt, es sieht jetzt einigermaßen gut aus, dass es jetzt zügig vonstatten geht, sehen wir uns in der nächsten Folge in der schönen Eifel. Und ich würde sagen, bis dann, wir sehen uns und ciao.